Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, hier sind Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind auf Server EU5, Tag 6. Hat jetzt begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr das aber auch gleich am Tag 6 sehen werdet oder ein bisschen später. Aber auf jeden Fall haben wir heute wieder etwas vor, was den eigenen Char pusht. Ich habe es zuletzt schon mal erwähnt. Es gab noch mal ein paar Trades mit meinem Festungspartner. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ich die Festungspartnerschaft nochmal in Gänze als kleine Art Guide vorstelle, jetzt wo ich sie selber mal gespielt habe, worauf man zu achten hat, was die Vorteile sind, wie so der Ablauf ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder anderweitig, dann kann ich das gerne mal machen. Und wir wollen jetzt mit den Ressourcen, die wir haben, also eigentlich denke ich habe gerade 13 Soldaten, werden wir dann nochmal traden, also ist gerade 0:40, mal gucken. Wie es aussieht. Wenn nicht, mache ich ein paar Random-Angriffe. Aber mit den Ressourcen, die ich habe, währenddessen meine Gebäude hier auf 11 sind, also der noch nicht, der ist auf 10, den müsste man nochmal hochziehen, können wir die Gem-Mine ausbauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit den Ressourcen schon relativ viel holen kann von dem, was gefordert ist. Vielleicht haben wir Glück für das Herz der Unterwelt. Wir nehmen es mal mit. Ich baue dann erstmal die Schatzkammer aus. Ziehen wir nochmal die Ressourcen rein. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich gehe jetzt einfach nur von meinem Wert aus in Gedanken, den ich habe, dass wir die Gem-Mine jetzt hochziehen. Ich bin vom Level her auf jeden Fall in der Lage, das Herz der Unterwelt zu bekommen. Ich hätte gedacht, dass die Ressourcen, die ich jetzt habe, ausreichend sind. Wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm, denn im Prinzip... Oh, es könnte knapp werden. Boah, ist gut. Es ist echt sehr knapp. Also ich habe mich nicht verkalkuliert, schon mal. Also das ist gut. Aber es bleibt nicht viel übrig. Ja. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Nach dem nächsten Trade habe ich genügend Ressourcen. Also wenn wir jetzt richtig Glück haben, ziehen wir das Herz der Unterwelt. Ja, wir können 2 Versuche jetzt direkt geben. Vielleicht haben wir Glück. Ja, vielleicht haben wir echt Glück. Ich wollte bloß neu laden, damit das auch gelistet wird. Ja. Wir können mal noch schnell für den Notfall schon mal hier rollen. Ich brauche auf jeden Fall Steine. Krieg Holz, gibt's doch nicht. Aber wenn wir hier 3 gleiche haben, ist es ein weiterer Try, ne? Oh. Ja, also Holz läuft irgendwie immer viel, viel besser, habe ich das Gefühl. Oh, nice, 3 Steine, sehr gut. Das wäre ein 3. Try schon. Okay, na, wenn ich einmal 3-mal Holz habe, dann nehme ich das auch mit. Sehr gut. Gleich mehr. Oh. Okay, wow. Also, jetzt nicht erwartet, ne? Das sind 2 weitere Tries, die wir haben. Let's go. Ich hoffe, ich habe Glück. Okay, das war's jetzt nicht. Steine sind natürlich jetzt extrem stark. Also, ja. Also wenn man schon Steine kriegt, dann wäre es ganz geil, wenn man... Oh nein. Kann man auch gut verkaufen, bringt gut Gold, aber... Oh no. Oh no, das wird's... Ah, ich habe gar kein Holz. Okay, es hängt am Holz. Letzter Try jetzt. Leute, das kann, also wirklich jetzt mal im Ernst, ja, hier bin ich, hi, moin. Das kann doch keiner besser skripten, oder? Kriegen wir jetzt mit dem letzten Try sogar die Unterwelt? Also nee. Das entschädigt den Fail, den ich gemacht habe auf EU4 damals. Habe ich 1300 Pilze verskippt, ja,
war ich ja bei Level 95. Ne? Habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich noch ein paar Level machen muss vorher. Holy shit. Ja, gut. Dann wird es Zeit, das Unterweltpaket zu kaufen. Aber bevor wir das machen, gehen wir tatsächlich erstmal in die Alu rein. Denn das eine ist natürlich der Gladiator-Trainer, aber das andere ist The Wheel of Fortune 2.0. Das ist echt extrem wichtig. Das ist im letzten Part bei mir erst ein bisschen untergegangen, denn hier kann man Früchte gewinnen und das ist wirklich richtig, richtig fett. Ich gehe jetzt mal in das Glücksrad auch rein, weil ich gerne wissen will, ob ich Früchte gewinne. Es ist seelentechnisch jetzt eigentlich nicht so clever. Das hätte man erst nach dem Kaufen machen sollen, aber das hätte man jetzt erst nach dem Kauf machen sollen, aber genau das ist das Ding. Also selbst wenn ich jetzt, okay, ja, ich kriege jetzt 330 Seelen, ich hätte mehr kriegen können über den Seelenextraktor. Zweimal Seelen jetzt verspielt. Damit kann ich umgehen, denn ich werde sowieso nicht die Unterwelt grinden. Wir werden uns das Paket holen und Gladiator drin und sowas hochmachen. Ich hätte da ein paar mehr Seelen bekommen, aber die kriegt man beim Seelen-Event sowieso hinterhergeschmissen. Und wichtiger waren mir jetzt die Früchte. Ich will natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen in die Pets reingehen. Gut, wir haben Erde bekommen. Bei Erde läuft es echt sehr, sehr gut. Ja, ich kann nicht meckern. Feuer haben wir auch schon dabei. Da können wir hier auf jeden Fall den nächsten Dungeon clearen. Ja, den nächsten Pet Dungeon. Und auch bei Wasser kommen wir jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich gegen Pengu Water. Sollten wir gewinnen. Das wird natürlich mit dem Gladiator-Trainer auch nochmal einfacher, aber das ist so knapp, das müsste auch ohne gehen. Komm schon. Sehr gut. Ja, damit steigen unsere Prozente, auch wenn es hier Stärke und Intelligenz betrifft. Leider genau die beiden Habitate, die nicht so relevant sind. Die wichtigen sind Licht, Schatten. Ja gut, bei Feuer läuft es auch wenigstens ein bisschen, aber ja, eigentlich die wichtigsten Habitate laufen im Moment gerade nicht so gut bei mir. So, die können wir alle tagsüber finden, dann müssen wir also tagsüber wieder Alu spielen. Und jetzt probieren wir natürlich noch im Schatten ein bisschen vorzugreifen. MG Voiter hat 3 Pets, 11 Level 4. Ich würde jetzt deshalb versuchen, mit Light dagegen anzugehen, weil es einfach mein schwächstes Habitat ist, aber trotzdem der Inventarbonus da ist. Es ist nicht wenig, der Bonus, den wir da bekommen. Yes, es hat Gott sei Dank funktioniert, es war ganz knapp. Und Crazy Dancer hat sein bestes Pet auf Level 7. Ja, dann ist eigentlich wurscht, sollte man mit allem schlagen. Jetzt mal mit Water reingehen. Ja, das war natürlich easy peasy, lemon squeezy. Holen wir uns Tusi. Und wir hier wenigstens auch mal die ersten 3 Habitate gelegt haben. Und Asmo, Grüße gehen raus. Sein bestes Pet auf 9. Da gehen wir hier mit Feuer rein. Sehr gut. Ja, Smetak, Shadow hat wohl sein bestes Pet auf 8. Das ist natürlich dann schade, weil ich mit Tusi wahrscheinlich nicht gewinne. Müsste ich jetzt mit Erde rangehen. Und ich habe richtig Glück, weil ich finde mit Erlin jemanden, den ich auch noch schlagen kann. Also wir haben jetzt das Maximale rausgeholt für Shadow. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sind jetzt aber in der Verteidigung auch stärker. Das heißt, jetzt in der Wernhalle 43. Wäre natürlich ganz nice, wenn mich noch einer oder andere schlägt. Damit ich dann morgen bei Light auch Maximale rausholen kann. Werden wir mal sehen, wie es läuft. Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreicher Grind. Und ja, werden wir uns noch mal ein bisschen um den eigenen Char kümmern. Die Upgrades so werde ich jetzt mal mitnehmen, wie sie sind. Hier werden wir mal den Rudos nochmal honorieren, indem wir die Goblin Pit ausbauen. Und ja, das mache ich jetzt mal ohne Skillen. Aber nach dem Festungspaket, dann nach dem Pro Pack, will ich meinen. Man sieht es hier natürlich nochmal. Kriegen wir da noch einen guten Start rein. Also ich glaube, ein Gladi auf 5 ist dann auf jeden Fall machbar, vielleicht sogar auf 6. Ich glaube aber 5 ist so das gängige, also Herz der Unterwelt, Seelenextraktor.
und das auf 5 und die anderen Gebäude halt zumindest auch ausbauen, ein paar Helden anlocken. Da geht der ganze Hase los und dann schauen wir mal, wie die Chancen so stehen mit den Steinen. Ja, also ja, klar, einen Stein kann ich jetzt nicht suchen, so einfach. Der kostet jetzt schon ein bisschen mehr, aber ja. Kommen wieder neue Trades rein, dann werden wir definitiv Woodcutter noch auf 11 ausbauen. Das werde ich als erstes machen, dann wahrscheinlich die Ritterhalle auf 10. Ich denke, das wird für den heutigen Tag das Ziel sein. Dann natürlich Ressourcenfarm für Festung 12, aber ich denke, Festung 12 werden wir dann erst frühestens am nächsten Tag eingehen. Also war auf jeden Fall cool, dass das alles so gut geklappt hat. Sehr, sehr lucky gewesen. Und ja, mal schauen, was noch kommt. Naja, eigentlich wollte ich ja gerade ein bisschen streamen und so, aber OBS sagt nein, ich habe alles geupdatet, Grafikkartentreiber, also ich renne ja über die Grafikkarte, Aufnahmen klappen ja auch. Windows, OBS, alles geupdatet, es ist einfach rot in der Ausgabe, ich kann gar nichts machen, es wird noch nicht mal auf Twitch angezeigt, dass ich den Stream versucht habe zu starten, also kein Plan. Deshalb, ja, dachte eigentlich, ich zeige jetzt die fertige Unterwelt, aber jetzt skippen wir einfach mal zusammen. Erstmal das Herz der Unterwelt. Ich mache das immer erstmal als 5. So, dann machen wir den auch auf 5. So, dann haben wir noch 70.000. Dann gehe ich auf jeden Fall Underworld Level 5, damit wir 5-mal Helden suchen können in der Arena. Also 5-mal Helden anlocken. Dann machen wir auch den Keeper. Auf 3, die bilde ich meistens einmal erstmal aus. Goldpit für den Start auch erstmal einmal. Also ich will einfach alle Gebäude haben. Gut, Gladiator drin, dann machen wir gleich noch Zeitmaschine. Zeitmaschine, die baller ich auch auf 5, denke ich. So. Not enough gold or resources. Ei. Zeitmaschine. Ach, guck mal, das ist ja sehr teuer. Krass, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das so viel Gold kostet. Ja, weil ich meistens eben die Zeitmaschine tatsächlich erst später aufbaue, aber das macht schon Sinn, die Zeitmaschine auf jeden Fall mitzubauen. Denn wir kriegen ja Bonus-Thirst. Ich werde auch mal für den Notfall schon mal ein paar Pilze reinömmeln. Aber dann muss ich auf jeden Fall Gold holen. Ich werde dennoch das Heart of Darkness schon mal auf 6 starten, weil das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Und ja, wir kriegen eh genug Gold. Wir kriegen genug Gold und jetzt haben wir den Gladiator-Trainer auf 5. Und das ist schon mal sehr nice. Mein Char ist tatsächlich ja auch relativ ordentlich equipped. Also klar, die Items sind noch ein bisschen älter vom letzten Epic-Event. Ich habe aber auch ein paar Steine, die ich austauschen kann. Und ja, das werde ich jetzt auch mal machen. Was sind denn so die ältesten Steine hier? 145er Steinchen. Den können wir gleich mal hier. Warte mal, nee, was ist das? Ja, nee, den nehme ich dann mal doch in die Waffe. Dann nehmen wir den hier rein. Und letztens hatte ich hier einen Geschickstein. Dann werde ich mal jetzt einen neuen Ausdauerstein hier reinsetzen. Da haben wir schon mal schöne Werte. Und mit dem Gladiator-Trainer jetzt noch 5% pro. Ne, warte mal. Früher waren es 5% Schadensbonus pro Dings. Jetzt haben wir schon 55% kritischen Schadensbonus. Ja. Da sind diese Dungeons jetzt hier tendenziell eigentlich relativ easy. Das war eine Bremse. Also ich hatte 0% Chance, bevor ich den Gladiator-Trainer gemacht habe und bevor ich die Steine eingesetzt habe. Und jetzt will ich mal sehen, ob wir da jetzt ein bisschen besser liegen, ja. Und dazu gucken wir uns den einfach mal an. Hey, live, ohne die Chancen auszurechnen. Ohne die Chancen auszurechnen. Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich auf jeden Fall nicht so an 300.000, 118.000. Also ich wollte gerade sagen, es fühlt sich nicht so an, als wenn der jetzt mega easy ist. Aber es fühlt sich auch nicht an, als ist er nicht schlagbar. Ja. Ist immer nur die Frage, was man halt pilzen will. Klar ist natürlich, dass der Push zum Epic-Event sehr viel Sinn macht, aber man kann jetzt halt schon ein paar Level machen, um einfach ein bisschen besser aufgestellt zu sein, dann, wenn es halt richtig steil geht. Der Panther, ja, ist jetzt auch gefallen hier im Twister.
Die ganzen Magier, die kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall down. Die waren vorher auch schon ein bisschen zackig gewesen, jetzt aber mit der Verbesserung doch relativ easy going. Und ja, hier rollen wir gleich mal ein bisschen durch. Ja, die Items behalte ich ja nicht. Wir haben leider, Ringe wären natürlich geil. Ich könnte jetzt anfangen, Ringe zu sammeln, in der Hoffnung, dass bald Ringe mal dran sind im Hexen-Event, aber ja, weiß man halt vorher nicht. Schauen wir mal weiter. Bad. Sollte, denke ich mal, auch noch gehen. Vielleicht kommen wir über den Twister auf 140, weil da haben wir auch nochmal 2 Level mehr. Da können wir den anderen dann schon leichter besiegen, möglicherweise. Und wenn wir den schlagen, den Int-Gegner, dann kommen wir halt auch nochmal ein bisschen weiter. Oh, das sieht schon gut aus. 139,5. Muss man auch einfach mal ein bisschen durchentern. Und ja, also jetzt kommt der nächste Int-Gegner. Jetzt haben wir natürlich schon wieder 819.000 Gold und da habe ich noch nicht mal die Items verkauft hier teilweise. Das ist natürlich fett. Die investieren wir hauptsächlich wieder in die Skills. Ich werde jetzt natürlich die Unterwelt jetzt nicht skippen weiterhin, die paar Gebäude. Also das ist jetzt nicht so das Ding. Muss aber natürlich die Unterwelt auch spielen. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall noch raussuchen müssen, welchen Helden wir angreifen können mit einem relativ einfachen Keeper. Oder ob ich den Keeper vielleicht erstmal noch hoch machen muss. Wir können ja auch hier ein bisschen leveln, den Keeper. Das ist jetzt nicht so das Thema. Aber ja, Lucky Coins hier kann ich leider nicht mehr kriegen. Das muss ich ja am nächsten Tag warten. Also hier im Glücksrad, auch im Hütchenspieler. Da hätte ich jetzt natürlich auch schon mehr sehen. Das war das, was ich im letzten Part ja schon auch gesagt habe, dass das jetzt halt im Prinzip ja, wenig Sinn, also ich hätte eigentlich warten sollen, aber ich habe es halt gemacht wegen den anderen Ressourcen, ja, also das war ja der Grund, ich habe es ja wegen dem Holz gemacht, damit ich die Gemmine überhaupt hochkriege und ja, übrigens in der Festung, wenn wir gerade sind, da habe ich jetzt erstmal das Laborious Quarters auf 11 gestartet, ansonsten hätte ich schon die Ressourcen für Hall of Night 11 auch zustande gebracht und ja, auch im Prinzip für Fortress 12, also morgen werden wir wahrscheinlich Fortress 12 angehen, zusammen mit dem Festungspartner. Da können wir jetzt auch bald wieder Angriffe traden, fällt mir da gerade auf. Aber man muss auch mal sagen, hin und wieder, wenn man mal so einen Random-Angriff macht, also es gibt schon ein paar Leute, die auch richtig fett Ressourcen geben, die man dann hin und wieder mal findet. Ich glaube, wenn einer von denen mich mal zurück dann angreift, das ist schon knackig. Ne? Also hier so ein Enzo Fernandes, der steht da auch ganz gut da. Der ist übrigens 1 in der Festung, finde ich auch geil. Noch nie gegen einen gekämpft, der 1 in der Festung war. Ja, aber ja, Festungspartnerschaft läuft also mit 12. Muss man sich überlegen, ob man dann weiter skippen will. Mein Partner wird es nicht machen, hat er mir schon gesagt. Und ja, da überlege ich halt, man kann ja Angriffe trotzdem traden. Und dann ja, nimmt man aber halt dann vielleicht auch ein paar Random Attacks mit, die noch higher im Wert sind oder so. Ich meine, mit Festung 13 macht man auch noch nicht viele Verluste. Aber irgendwann muss man sich dann überlegen, wenn ich dann doch skippe, ob ich dann nochmal einen neuen Partner bekomme, der halt auch noch höher ist. Aber das werden wir sehen. Das ist ein anderes Thema. Wir waren ja eigentlich bei den Dungeons und jetzt müssen wir nochmal einen machen. Einen möchte ich noch sehen. Ja, einen Krieger, den sollten wir ja wohl schaffen. Dass wir auf 140 kommen und dann gut, dann bin ich aber bei Etage 49 von 1000. Dann müssen wir den 50. auch nochmal probieren. Aber hier müssen wir uns einfach als Kundschafter nochmal ein bisschen durchsetzen, würde ich mal sagen. Let's go. Hammer. Wenn wir den schlagen, sind wir 140. Der ist aber hart, ey. Der ist echt hart. So eine kleine Bremse schon hier im Twister. Nice, da haben wir ihn. So. Epic-Waffe wäre halt sehr fett. 140 Schattenwelt können wir ja starten. Ist jetzt aber im Prinzip, ja, mit 140 wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Da müssen wir noch ein bisschen höher kommen. Aber das schafft man dann wieder mit der Lichtwelt, ja. So, geben wir dem mal hier noch ein paar Versuche. 318.000 hatten wir vorhin, 316.000. Können wir uns ja mal angucken, so einen Angriff. Ich gehe jetzt mal ohne. Normalerweise würde ich prozentuale Chancen durchgehen. Ich würde jetzt raten, dass der eine Chance hat von vielleicht 0,4% oder so. Weil viele Versuche sind dann halt trotzdem wirklich sehr schlecht. Es geht natürlich immer nur um die bestmöglichen Versuche. Und das war ein sehr guter Versuch, der auch mir zeigt, dass der schlagbar ist. Also wir sind nicht mehr bei 0%, definitiv. Das hätte mich jetzt so gewundert. Natürlich die Waffe, ja, der Rechts-Raus-Schaden, der fehlt ein bisschen. Ja, wenn wir da mehr Rechts-Raus-Schaden hätten, wäre der jetzt auch gefallen. Leider haben wir den nicht. Wir gucken uns den mal an. Swamp Dragon,
wieder hier aufgebaut war. Er crittet mich einmal. Ich kritte ihn. Kritte ihn nochmal, ja, 710.000. Ja, das Ende war ein Overkill, also er hätte mich zweimal weniger kritten können, theoretisch. Ich hätte ihn mehr kritten können, theoretisch, aber jetzt hat es halt am maximalen Damage so ein bisschen gehadert. Ja, das ist so eine wirkliche, also ich würde sagen, ihr könnt euch ja gerne mal den SF Game Tool Simulator aufbauen, meine Werte eingeben als Scout, also das Level, die ganzen Werte hier, dann Gladiator drin auf 5 und dann mal schauen, wie hoch meine Chancen sind gegen den Dungeon. Ich würde sagen, unsere Chancen sind bei ungefähr 0,4, bis maximal 0,5%. So. Ja. Ich werde es jetzt nicht einblenden. Ja. Vielleicht mache ich es doch. Ich weiß es noch nicht. Ja. Aber fallen kann er. Fallen kann er. Und die geben halt wieder ordentlich XP. Und danach könnte man vielleicht gleich nochmal reinschauen in den nächsten Gegner. Das Ding ist, wie gesagt, wenn wir dann hier in den Level steigen, irgendwann wird die Schattenwelt sehr, sehr wichtig werden für die Level. Ja, sobald wir dann auch ein eigenes Level von 170 oder so erreichen, werden die Begleiter besser, selbst wenn sie noch nicht so viel Ausrüstung haben. Und da kommt natürlich auch wieder das Epic-Event rein. Und ich weiß nicht, ob ich auch die Begleiter fett ausrüsten werde zum Epic-Event. Ich kann es nicht sagen. Den gucken wir uns auch mal an, den Kollegen hier. Jetzt, wie dieser Versuch ausgesehen hat. Da haben wir im zweiten Angriff schon mal einen Crit gemacht. Das ist nice. Hier kein Crit. Er crittet halt aber nicht. Das war ein schöner Crit bei der Runde. Der nächste Crit war auch super. Also hier sieht man, Gegner hat mich nicht gekrittet. Und ich habe schöne Crits rausgeballert. Das ist das Rezept gegen Int-Gegner. Ich will aber noch mal eine Sache schauen. Ich hatte ja 600.000 übrig. Ja, der nächste Attack. Oh, 649.000 hat er mir abgezogen. Wenn das ein Crit gewesen wäre, wäre ich kaputt gegangen. Ja, weil das ja verdoppelt wird. Da hatte ich also, oh, hier noch ein Ring. Ja, wir sammeln jetzt mal Ringe. Ich würde mal sagen, wir sammeln Ringe und warten, bis wir die in den Kessel werfen können. Hoffentlich ist das bald soweit. Ich habe zwischendurch natürlich noch ein Treasury aufgebaut. Da könnte man auch noch mal ein 8er-Level machen. Kein Problem prinzipiell, aber ja. Lass mal jetzt mal. Und ja, gegen wen kämpfen wir denn jetzt als nächstes? Black Skull Warrior. Ich denke, dass der auch eine Chance hat. Ja, jetzt kommt aber natürlich auch zu tragen gegen den Krieger gerade auch wieder, dass die Rüstung nicht besser wird. Wir bräuchten aktuelle Gegenstände. Ich weiß gar nicht, man könnte jetzt auch weiterblättern und vielleicht durch Glück ein Epic erwarten, aber die Waffe ist schon... Ich glaube, da komme ich fast besser, wenn ich die Waffe abgebe. Das ist schon so ein Bereich, wo man echt hart struggelt. Also zum Beispiel ein Helm, ja. Gut, Helm der hat ja noch ganz gute Rüstung eigentlich, aber ansonsten von den Werten her ist es halt nichts. Ja, da kann ich auch rein auf Geschick gehen, wenn das ein geiler Geschickhelm ist oder so. Ja, da komme ich mit 276 halt besser. Das Glück kann man skillen. 700, ja, da sieht man natürlich auch, dass gleich die Rüstung auch nochmal viel, viel besser ist. 260, 266, ich glaube, da geht mehr. Ich glaube, da geht schon mehr. Da müssen wir natürlich nochmal in die Toilette gucken. Bin ich auf Aura 2? Ja, das muss man sich echt überlegen, aber die Waffe hat halt auch den größten Impact durch den Schaden. Und, aber manchmal hat man das Glück, dass man tatsächlich einfach auch ein Epic findet, nicht im Epic-Event. Also das habe ich auch im Gilden-Chat gelesen, dass das einigen Leuten passiert ist. Die waren dann ganz happy. Ja, hier zum Beispiel 441 rechts raus. Jetzt auch nicht das Maximum, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe Bock. Muss aber überlegen, ob ich mir noch vorher ein Steinchen hole. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so... da haben wir natürlich richtig Glück gehabt, ja. Also das läuft, ja. Profilbild macht's, Avatar-Cover. Will's einfach mal wissen, ob wir da jetzt vielleicht sogar... 10.000 übrig, da denkt man natürlich, ja, die Waffe, das hat auf jeden Fall viel gebracht. Ich glaube wirklich, dass das ganz schön was gebracht hat. Also ich bin jetzt nicht über die Dungeons, über die Chancen gegangen, sondern einfach nur High Life reingeömmelt, aber es ist halt einfach so, ja, wenn die Waffe 20% mehr Durchschnittsschaden hat, viel mehr Rechts-Raus-Schaden hat, dann ist es halt auch einfacher, ja. Und der Kollege hier, der ist natürlich schwerer als der letzte. Und wir haben ja weiterhin das Rüstungsproblem mit höherem Level, aber alles, was wir jetzt an Level machen, bereiten wir halt fürs Epic-Event vor, ja. Ich werde jetzt auch nicht
jetzt extrem krass jetzt hier noch weiter versuchen. Ich würde sagen, komm, wir gucken uns das nochmal an. So ein paar versuchen. So. Der kann auch fallen, habe ich jetzt das Gefühl. Ja, fällt auch. So. Und da kommt jetzt schon der Endboss. Jetzt haben wir natürlich theoretisch schon wieder die Chance auf eine neuere, bessere Waffe. Ja, sogar erheblich. Auch beim Helm, wie gesagt, jetzt hier so einen fetten Helm zu finden mit 300 Geschick oder so. Oder auch Ausdauer in dem Falle. Wir haben ja jetzt weniger Ausdauer. Das ist auch schon wieder erheblich prächtig und mächtig. Man muss ihn aber halt finden. Ja, also, na gut, die Schuhe theoretisch. Die Schuhe kann man auch gucken. Ja. Das 5 Attributs-Epic, das bringt halt keine Punkte. Die Verteidigung bringt kaum Punkte im Kampf gegen die Dungeons. 291er Helm mit guter Rüstung. Boah, den kann man sich mal überlegen. 162 Geschickstein ist fast mein schlechtester Geschickstein. Vielleicht, dass man hier nochmal ein Ausdauerding mitnimmt, wenn wir einen finden. 271 Intelligenz habe ich da schon. Kann man mal hier einsetzen. Und ja, man kann die Begleiter aber auch mit normalen Items ausrüsten. Ne? Also das auch mal gesagt. Jetzt kriegen wir nochmal einen Geschickstein. Müssen wir ja voll auf Geschick gehen hier. Voll auf Damage. Schaden tut's nicht. Ich liebe Damage. Ich liebe den Damage tatsächlich. Und ja, in dem Fall nehmen wir es. Ach ne, Moment. In dem Fall nehmen wir es. Wenn wir jetzt aber noch einen Ausdauerstein finden. Ja, finden wir tatsächlich. Setzen wir den hier ein. So, dann haben wir auch wenigstens wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Ein bisschen Ausdauer kann schon sein, ja. So. Und ja, der fällt halt auch gleich. Das geht dann locker flockig, selbst ohne Epics. Und ja, jetzt haben wir hier so ein Ticket bekommen. Was haben wir für ein Epic bekommen? Ein extra. Ja, das ist okay. Ist jetzt nicht das Allergeiste. 3 Attribute hätte ich mehr gefeiert, aber hey, was soll's. Wir können hier auf jeden Fall mal ein Gem-Socket eingeben und ich werde nochmal ein Steinchen suchen. Aber das mache ich jetzt nicht direkt, weil vielleicht brauchen wir das Item ja auch noch woanders. Das heißt, ich kann die Waffe jetzt nämlich auch der Kundentunte nochmal geben. Die ist ja nochmal viel besser hier. Also klar, Epic-Waffen machen definitiv Sinn. Dann hauen wir morgen eine Epic-Waffe rein hier. Und vielleicht haben wir Glück, dass auch der Krieger eine Epic-Waffe bekommt. Also dann haben die schon mal ein paar Waffen, aber die werden auch bald ausgetauscht werden. Also ich werde es jetzt nicht zu hart grinden, dieses ganze Thema. Ja. Und natürlich, Happy Slappy, man könnte jetzt hier weitermachen. Mache ich jetzt aber heute nicht. Wir gehen noch 5 Versuche. 1, 2, 3, 4, 5. Wollte er leider nicht fallen. Schade, schade. Aber hey, ja, also waffentechnisch, da ist noch mal einiges drin. 177 mit, guck mal, rechts raus. 556, jetzt nochmal eine ganz andere Spannweite. So eine Sache zu finden, würde sich schon wieder sehr, sehr lohnen. So, ja, das wäre jetzt auch mit Dexterity eine super Waffe geben. Jetzt finden wir hier doch ein Epic. 100.000 Gold, das ist ja Pillepalle. Und, oh, hier hat man, ich glaube, da nehme ich jetzt auch keinen Gem-Dings mit. Denn, ja, das macht es natürlich dann einfacher, diese Dungeons dann am nächsten Tag einfach zu probieren. Wir schauen jetzt nochmal rein, was wir heute noch machen können. Wir haben hoffentlich heute noch in der Abenteuerlust ein paar Früchte für Light. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja, leider habe ich es tagsüber nicht geschafft, die Pets freizuschalten. Das ist also ein kleiner Nachteil. Muss ich morgen definitiv nachholen. Ist jetzt kein Beinbruch, ist aber eigentlich schlecht. Und ja, muss ich morgen, wie gesagt, definitiv nachholen. Arena-Kämpfe, ja, da können wir mal Arena-Kämpfe machen. Einfach. Ich würde sagen, das Gold, was wir haben, noch mal ein bisschen skillen. Ja, ich hab ja nicht viel geschickt, deshalb müssen wir auf jeden Fall Geschick skillen. Und ja, das Gute ist natürlich, dass wir jetzt hier auch noch mal ein paar neue Epics auch trotzdem drin haben, dass auch trotzdem das Glück ein bisschen gepusht wird. Ja gut, unser Armor ist trotzdem auf 19%, weil wir einfach so viel schon wieder im Level gemacht haben. Ist eigentlich sehr witzig. Machen wir noch jetzt die Arena-Kämpfe zum Schluss, dann zeige ich euch noch, ob ich, oder wie viele Früchte ich bekommen habe nach der 300 Alu. Aber ich denke, ihr wollt die Alu jetzt nicht sehen. So, 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10 passt. Ich war ja natürlich gut aufgebaut. Gleich nochmal was fürs SA bekommen. Auch da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf. Der Hübschling, oh, ist der Hübschling nicht mehr im Spielen? Den Namen fand ich nämlich sehr nice. Ja. Danke. Danke. Und GZ. Shoutout auf jeden Fall wieder an die Gilde, falls ich es nicht schon gemacht habe. Part ist jetzt gleich vorbei. Wie gesagt,
Kleines Update nochmal nach der 300 Alu, wie es denn aussieht mit den Früchten. Auf jeden Fall haben wir schon mal das letzte Spiegelteil bekommen, auch sehr nice. Das heißt, ich kann permanent jetzt die Stadtwache laufen lassen, wenn ich keine Alu mache. Dann trotzdem auch mal ein paar Dungeon-Tries probieren tagsüber. Sehr geile Geschichte. Und bringt natürlich auch das Achievements. Ich hatte auch übrigens noch das Achievements für 10.000 gehortete Kristalle bekommen. Also auch wieder Attributsboni, auch nicht schlecht. Die Alu hat leider nicht für ein Level-Up hier gereicht. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin eigentlich geflasht. Habe ganz gute Früchte bekommen. Ich habe, glaube ich, 4-mal Feuer bekommen, 4-mal Schatten oder so. Irgendwie 3-4 Mal. Eine von beiden vielleicht sogar 5-mal. Ich habe auch 2-3 Wasserfrüchte bekommen. Eine Erdfrucht bekommen. Die kann ich natürlich einsetzen. Ja, aber für Licht habe ich nichts bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also mein Vorteil ist, ich bin jetzt Rang 152. Ich hoffe, ich werde leichte Gegner kriegen, sodass ich also, ja, bei Feuer, Wasser und Schatten kann ich morgen direkt gleich 3 weitere Früchte eingeben. Das ist natürlich echt geil. Ja, sowas ist immer optimal. Und Erde kommt ja dann übermorgen auch dran. Da werden wir also auch gut pushen können. Aber dass das so bei Licht so viel schlechter ist. Und man muss sich überlegen, bei Schatten hätte ich ja eigentlich auch schon 12 Früchte haben können, wenn ich einfach den Daily Login richtig abgeholt hätte. Ne? Also da wäre ich überall richtig gut dabei. Bei Licht. Licht ist mein Main-Attribut. Das ist ein bisschen sehr unlucky, ja. Da könnte ich auch einen höheren Wettbonus haben schon. Naja, schauen wir mal. Das ist jetzt ja nur der Anfang. Das wird bestimmt weitergehen. So weit sind wir erstmal durch mit Tag 6. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Vielen Dank für eure lieben Worte auch auf meine Fragen zu der Weiterführung des Projekts. Natürlich werde ich EU5 weiterspielen, definitiv. Die Frage ging ja eher auch in Richtung, ob ich weiß halt nicht, ob ich immer jetzt ein Tagebuch so täglich auch hochlade im Nachgang. Also ihr seht ja mal einen Tag später prinzipiell. Aber es kann auch mal sein, dass ich vielleicht 1-2 Tage zusammenfasse oder dann irgendwann auch mal das auf eine wöchentliche Basis ausdehne mit den Inhalten, was da so passiert ist. Da ich ja auch hin und wieder zu Shakes and Fidget andere Videos machen will. Jetzt haben wir auch noch ein anderes Thema mit den Daily Updates. Also ich muss auf jeden Fall mal da auch drüber gucken, darüber reden. Da habe ich Bock zu. Und vielleicht schaffen wir das jetzt noch vor dem Epic-Event. Beim Epic-Event wird natürlich auf EU5 auch wieder priorisiert werden. Ja. Deshalb vielen Dank, dass ihr das so feiert. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, macht's tschüss und servus. Euer Basti.